Sehr oft fühlt sich der eine oder sogar beide Partner nicht geliebt, obwohl sie eigentlich ihrer Meinung nach die Person doch lieben und ihre Liebe auch zeigen. Manchmal schenkt die eine Person der anderen was und bemerkt, dass sie gar nicht so begeistert ist, wie man es sich das vorgestellt hat. Und so vermutet man, dass der Partner uns nicht liebt und wir verstehen nicht, was Sache ist. Dadurch entstehen Gedanken wie, warum reagiert er so? Hat sie mein Geschenk nicht schön gefunden? Habe ich was getan, was ich nicht tun sollte? Und so weiter. In diesem Video wirst du erfahren, wie diese Missverständnisse entstehen und wie du endlich deine Liebe auf eine andere Weise zeigen kannst, damit dein Partner oder auch jemand anders wie dein Kind oder deine Mutter deine Liebe doch empfinden können. Also lass uns über die 5 Sprachen der Liebe sprechen und kannst mir in den Kommentaren schreiben, welche deine Sprache ist und ob du auch schon mal ein Missverständnis erlebt hast. Die erste Sprache der Liebe ist die Wertschätzung. Wertschätzung kann man in Form von Lob und Anerkennung zeigen. Wenn du jemanden kennst, der auf diese Sprache steht, dann könntest du dich bei der Person bedanken und loben, wenn sie was gemacht hat. Dies kann beispielsweise sein, danke, dass du auf meine Katze aufgepasst hast, war sehr lieb von dir. Oder danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um mir mit den Hausaufgaben zu helfen. Ohne deine Hilfe würde ich nicht klarkommen. Oder auch auf der Arbeit, du hast deine Arbeit super gemacht, du hast mir eine Last von den Schultern genommen. Sehr nett von dir. Zum Beispiel, wenn jemand sich in einer schwierigen Phase befindet, dann könntest du Sachen sagen wie du schaffst das, ich glaube an dir, ich stehe an deiner Seite und so weiter. Vermeide auf jeden Fall, dich zu beschweren und zu meckern, denn so wird sich die Person distanzieren und nicht mehr mit dir reden wollen. Stattdessen versuch auf freundliche und höfliche Weise über die Probleme zu sprechen, um eine gemeinsame Lösung zu finden. Wenn Wertschätzung nicht deine Sprache der Liebe ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du nicht so sehr darauf achtest und anerkennst, was andere für dich tun. Und das kann jemand, der dich lieb hat, verletzen und denken, dass es dir egal ist. Versuch aber nicht ohne wirklichen Grund Komplimente zu machen. Das ist unauthentisch und die andere Person wird es spüren. Du kannst halt immer, wenn dir was positiv auffällt, halt was Nettes dazu sagen und das reicht schon. Die nächste Sprache der Liebe ist die Hilfsbereitschaft. Diese Menschen kann man sehr schnell entdecken, weil sie sehr gerne kleine Dinge für dich tun, wie dir eine Gabel zu bringen, dich zudecken, wenn es kälter wird, sie bringen den Müll raus, sie machen gerne sauber und fragen dich auch, ob du noch was brauchst. Wenn ihr so jemand kennt, versucht ihm auch zu helfen, wenn er Hilfe braucht, obwohl diese Personen oft keine Hilfe brauchen. Aber wenn du was findest, an was sie noch nicht gedacht haben, dann werden sie es sehr schätzen und dich halt dafür lieben. Mach das aber bitte nicht auf manipulative Art. Hilfe nur, wenn es wirklich auch nötig ist und nicht nur, um die Person zu beeindrucken, weil die Person wird es merken, wenn du es nicht wirklich tun möchtest. Ich sage es dir, weil ich auf diese Sprache stehe und immer wenn mir jemand bei irgendwas unterstützt, mein Herz öffnet sich, ich fühle mich geliebt und finde es einfach super. Kommen wir zur dritten Sprache der Liebe. Das ist die Zweisamkeit. Bei der Sprache geht es um die Zeit, die man miteinander verbringt. Es geht nicht nur um die Dauer, sondern auch um die Qualität der Zeit. Das heißt, wenn ihr kommuniziert, präsent zu sein, zuzuhören und nicht sich auf das Handy zu konzentrieren, sondern nur auf den Menschen, den du vor dir hast. Dies könnte ein gemeinsamer Spaziergang sein, irgendwo essen zu gehen oder einfach mal über ein Thema zu diskutieren. Diese Personen mögen auch sehr tiefgründige Gespräche, wie Themen über Gefühle, Träume, Visionen, Wünsche und so weiter. Für diese Menschen ist es sehr wichtig, diese Zeit miteinander zu verbringen. Sie wollen gehört und verstanden werden. Mache nicht den Fehler, sie zu verurteilen und nicht zu respektieren. Versuche so viel Verständnis wie möglich zu zeigen und teile konstruktive Kritik und deine Meinung auf eine positive Weise mit. So wird die Person deine Liebe spüren und Lust haben, nochmal mit dir Zeit zu verbringen. Und jetzt kommen wir zu der Sprache der Liebe, die ich einfach nur spreche. Und das sind Geschenke. Ich kenne viele, die diese Sprache mögen und ich habe in der Vergangenheit nie verstehen können, was so besonders bei Geschenken ist. Ich fand die überhaupt nicht interessant und könnte mich auch nie darüber so richtig freuen. Das Gute bei der Sprache ist, dass diese Personen fast alle Geschenke lieben. Und es ist die Geste, die zählt. Sie mögen halt überrascht zu werden. Sie schätzen auch sehr, dass jemand sich Zeit genommen hat und sich auch darüber Gedanken gemacht hat, um ihr dieses besondere Geschenk zu besorgen. Versuche herauszufinden, was die Person so wirklich mag oder welche Sache sie zu dem Zeitpunkt wirklich braucht. Es könnte was Kleines sein, wie eine Kerze oder ein Buch, oder was Größeres sein, wie ein Urlaub in den Malediven oder eine neue Küche. Je größer das Geschenk, desto mehr Liebe wirst du empfangen. Ich hoffe, du hast den letzten Tipp nicht ernst genommen. Und die 5. Sprache der Liebe ist die Zärtlichkeit. Hier geht es um körperlichen Kontakt, wie Streicheln, Umarmen, Küssen und Sexualität. Menschen, die auf diese Sprache stehen, suchen oft den körperlichen Kontakt, um Liebe zu spüren. Und wenn ihre Partner nicht die gleiche Sprache sprechen, dann fühlen sie sich vernachlässigt und sind enttäuscht. Wenn ihr so jemanden kennt, versucht die Person ab und zu umarmen oder zumindest die Hand zu geben.
weil sonst wird die Person denken, dass sie keinen Bock auf sie hat und lieber Abstand halten möchte. Diese Personen kommen meistens von alleine auf dich zu und wollen berührt werden. Alles, was man tun muss, ist halt deren Berührungen zuzulassen und nach ein paar Minuten fühlen sie sich schon sehr geliebt. Wenn du in dem Moment keinen Körperkontakt möchtest, versuche es auf freundliche Weise zu sagen. Jetzt willst du bestimmt wissen, wie findest du heraus, welche Sprache der Liebe du sprichst und welche dein Partner, deine Eltern, dein Kind, deine Freunde oder wer auch immer. Zuerst über dich selbst, reflektiere und schau mal, wie du deine Liebe zum Ausdruck bringst. Vielleicht schenkst du gerne was oder hilfst du anderen sehr gerne. Das sind Geschenke und Hilfsbereitschaft die Sprachen, die du gerne magst. Schau mal auf, was dich traurig macht. Zum Beispiel, wie bist du drauf, wenn dir jemand nichts schenkt? Aber meistens hat man nicht nur eine Sprache der Liebe. Vielleicht stehst du auch auf Zweisamkeit und magst viel Qualitätszeit mit anderen Menschen zu verbringen. Du könntest dir auch einen idealen Abend vorstellen mit einer Person, die du sehr magst. Wie würde der Abend verlaufen? Anhand von deinen Vorstellungen wirst du sehr leicht feststellen, wie du Liebe empfindest. Wenn du zum Beispiel auf Geschenke nicht stehst, dann werden auch keine Geschenke in deiner Vorstellung auftauchen. Und andersrum, wenn du auf Zärtlichkeit stehst, wirst du bestimmt visualisieren, wie ihr euch umarmt, berührt und so weiter. Und jetzt, wo du diese Informationen hast, kannst du auch deine Mitmenschen fragen, auf welche Art der Sprache sie stehen und mit denen halt darüber quatschen. Und es wird nicht lange dauern, bis du herausfindest, was sie wirklich mögen und was eben nicht. Du kannst mir unten in den Kommentaren Erfahrungen, die du schon gemacht hast, teilen und was für Missverständnisse eventuell entstanden sind. So können wir voneinander lernen und uns ein paar reale Beispiele anschauen. Das Ziel der Sprachen der Liebe ist, dass wir unsere Mitmenschen besser verstehen, damit sich weniger Missverständnisse ergeben und so werden wir durch Liebe und Mitgefühl ein harmonischeres Leben führen können. Wenn dir das Video gefallen hat, dann kannst du gerne den Kanal abonnieren und wir sehen uns das nächste Mal.